Moin. So. Scheiße, kriege ich nicht los, das so, ne? Okay. Ähm, ob das wegen dem jetzt gepiept? Nein, lassen wir's. Ja, ganz kurz, ich habe ja in dem vorherigen Video über Strom gesprochen und die Stromkosten, die man dann bei der NRS-Produktion rauslassen kann. Warum, wie, weshalb. Und da gehen wir jetzt ganz kurz einmal drüber. Das ist nicht viel, aber ich spreche es einmal durch, weil auch hier und da immer wieder die kleinen Fragen am Rande kommen, mit denen sich nie einer bis zum Ende beschäftigt hat. Und da gehen wir jetzt einmal in unseren Generatorraum. Der ist ja für alle am Anfang schon auf und da steht ja auch luxuriöserweise normalerweise ein Kanister neben. Ich habe mir jetzt schnell nochmal einen gekauft. Bei meinem jetzigen Trader-Level bezahle ich für den Kanister 4.880 Euro, also 4.900. So, jetzt haben wir die ganze Zeit den Strom an. Füllen dann mal eben nach. Kann man auch einfach so draufstellen. Läuft schön rein. Abgas geht auch schön in den Bunker, wie man hier sieht. Aber so kann man einfach nachfüllen. Der Generator fasst genau 4 Kanister, wenn die leer sind. So, jetzt hat der Generatorraum die Eigenschaft, Level 1, 2 und 3 als Ausbaustufe zu haben. Und auf Level 1 verbraucht der halt mehr als auf Level 3. Dementsprechend habe ich auf Level 1 12 Stunden pro Kanister, die ich einfülle. Also komme ich 2 Tage weit. Auf Level 2 sind wir bei 18 Stunden. Dann sind wir also dann schon bei 72 nach Adam Riese. Ja. Und Level 3 kommen wir also 96 Stunden weit. Schön 4 Tage entspannt. Ist auch schön, wenn man mal so suchtet und dann aber übers Wochenende vielleicht mit Frau oder Freundin mal weg muss. Dann macht man das Ding voll und hat ein bisschen Ruhe. So, die können wir gleich verkaufen, den Kanister. So, der hat mich jetzt, habe ich ja gerade gesagt, 4.900 gekostet und da kriege ich 1.900 wieder für. Also ist das Benzin gar nicht so teuer. Gut. Warum machen wir das Ganze? Einerseits für die erwähnten Pflanzen, dass die Strom haben und Licht. Und andererseits für unsere GPU-Farm. So. Die sieht bei mir noch ziemlich traurig aus. Makabrerweise, weil alle 3 habe ich am ersten Wipe-Tag gefunden von diesem Wipe. Warum ist es hier so leer? Ja, der Raum hat aktuell noch Ausbaustufe 1. Warum? Ich habe noch gar nicht ein Regal voll, dann brauche ich ja kein zweites daneben stellen, kann ich mir die 30.000 sparen. Und wenn ich später ein höheres Spielerlevel habe, kann ich die Qualität des Raums noch anheben, dann werde ich mehr produzieren. Der Trick an der Sache ist, das zeige ich euch jetzt auch mal mit einem Tool. Das ist sogar auf der gleichen Seite, aber ich werde den separaten Link nochmal unten reinpacken. Da gibt es jetzt schon einen Kryptokalkulator, der ist natürlich dann nochmal etwas überschaubarer. Und ich hätte jetzt Generatorraum Level 2, Intel Utility 1 und 3 GPUs. Kann man auch manuell eingeben. So. Heißt, ich würde am Tag machen pro Tag, also rohes Einkommen pro Tag, und das ist der Profit, die 2.600 Corona, weil ich pro Tag halt das Benzin noch abziehen müsste. Wie ihr seht, ist es aber alles grün. Heißt, ab dem Moment, wo ich auf Generatorraum 1 und Intel 1, also ich habe Vibe angefangen und habe 3 Grafikkarten. Ab dem Moment habe ich ein Plus von 700 Coronas. Wenn ich den Generatorraum auf Level 2 habe, das ist ab Spieler Level 14 möglich, also relativ zügig, reichen auch 2 Grafikkarten für ein Plus. Also ist es im Endeffekt ein passives Einkommen, was die Benzinkosten trägt. Das ist eigentlich so der ganze interessante Ansatz, warum viele, ich auch, interessiert sind, erstmal 3 Grafikkarten voll zu kriegen. Weil wir dann ein bestehendes System haben, was sich trägt. So, wenn ich jetzt den Utility Intel upgrade, dann kriege ich nicht 1,5 pro Grafikkarte, sondern 2. Dann geben wir mal unsere 3 Grafikkarten ein. Also nur indem ich jetzt quasi das Spielerlevel erhöhe, ich glaube das ist 22, und den Raum aufbaue, würde ich anstatt 2.600, wie eben gezeigt, 4.700 oder 800 bekommen. Und das geht natürlich dann immer weiter, ne? Also wir sind mal hier upgegradet, das geht relativ gut hier. Und wir haben also so 20 Grafikkarten hatte ich immer. Und da sind wir dann also schon bei dem Einkommen täglich, weil dann auch nur noch ein Kanister Benzin abgezogen wird.
abzüglich sogar des Verkaufs, die wir dann machen als passives Einkommen. Um dann auch zu sagen, ja, ich spiele jetzt 3, 4 Tage nicht. Wie ich gerade erwähnt habe, ich habe den Generator 4 Tage voll gemacht. Ich fahre jetzt ein langes Wochenende irgendwo an der Ostsee und trotzdem kriege ich pro Tag 750.000. Komme ich wieder, habe meine 300.000 und kann dann mal irgendwas sinnlos verknallen. Ne? Das war eigentlich schon das ganze Geheimnis von dem Kryptomining und deswegen sind eigentlich auch alle so scharf drauf, die Grafikkarten zu kriegen. Klar, die haben einmal einen hohen Wert, aber aktuell ist es halt ein passives Einkommen, was generiert wird, wo man dann, ja, das einem etwas, nicht die Gier 4 nimmt, aber so ein bisschen den Druck daraus, dass man kontotechnisch weiter absagt. Ja, das war schon das alles dazu. Auch da wiederum, wenn ich was vergessen haben sollte, gerne erinnern und dann in die Kommentare. Aber das ist kein so großes Thema gerade bei den GPUs. Also das zu verwalten, GPUs zu kriegen, ist schon ein großes Thema, weil ich glaube, die Spawnrate haben sie immer weiter runtergedreht. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen und wenn was ist, gerne in die Kommentare.